Mein Name ist Rainer Just, bin Berliner, bin in Berlin geboren, 1953 und habe von 1980 bis 2018 hier in der Versöhnungsgemeinde gearbeitet und war da zuständig für Öffentlichkeits- und Kulturarbeit in dieser Gemeinde. Mit dem Pfarrer Manfred Fischer zusammen, den ich auch freundschaftlich sehr verbunden war. Und wir haben eben die Geschichte dieses Ortes, dieses Hauses, der Berliner Mauer und dann später des Falls der Mauer und des Baus der Gedenkstätte Berliner Mauer intensiv miterlebt und gestaltet. In diesen endenden 80er Jahren haben wir in der Versöhnungsgemeinde mehrere richtig riesen Events veranstaltet, die immer mit unserer Geschichte zu tun hatten. Das fing an, nachdem unsere Kirche im Todesstreifen ja gesprengt worden war, 1985, dass wir 1986 ein großes Fest zum Verabschiedung von diesem Akt, an dem wir selber auch eine Weile genagt haben, um ihn überhaupt richtig zu begreifen, hier gefeiert haben, einen dreitägigen Gottesdienst in diesem Haus hier veranstaltet haben, also mit einem großen Kulturfest und mit viel Geschichte drumherum, wie würde denn Jesus die Situation sehen, wenn er sie miterlebt hätte, so ein bisschen mal scherzhaft gesagt. Und dann gab es eben eine ganz berühmt gewordene Fernsehsendung vom Rundfunk der DDR, der ja dann 1990 sich völlig neu mal rundfunktechnisch entfaltet hat und ganz neue Formate geprobt hat und die Freiheit des Redens und so. Und die kamen hier zu uns her und haben einen Bericht über die gesprengte Versöhnungskirche gemacht mit so Interviews der damals beteiligten Offiziere und so. Das war ganz interessant und haben in dem Zusammenhang auch ein Interview mit Fischer hier auf dem Dach oben gemacht. Und in diesem Interview hat er dann das erste Mal entfaltet, er hat es vorher schon einmal im Rundfunk erzählt gehabt, mit Trotto bei irgendeinem Auftritt im Rundfunksender, ich glaube beim SFB so, ja, hat er dann entfaltet, dass das doch hier ein Ort wäre, wo man eine Gedenkstätte einrichten könnte und da drüben mit dem Grundstück der gesprengten Kirche vielleicht ein Ort wäre, wie man ausbauen könnte. Zumindest war ja noch ganz unklar, was da hinkommt, aber da ist das erste Mal in die frische Luft gekommen, sozusagen wortwörtlich. Das war für uns ja eine Krisenentscheidung. Wir geben das hier mehr oder weniger völlig auf und gehen richtig rüber an den alten Standort der Kirche und bauen da eine kleine Kapelle hin, die die Hauptaufgabe hat, dass sie auch ein Erinnerungsort für die Maueropfer da ist, wo wir irgendwie was erfinden müssen. Und drumherum wird vielleicht nochmal eine Gedenkstätte entstehen. Es ist ja damals noch, bevor wir unsere Kapelle gebaut hatten, das Denkmal drüben fertig geworden, was keiner so richtig haben wollte, aber es stand dann da und wir haben uns auch alle Mühe gegeben, dieses Denkmal zu verteidigen und schön zu reden und allen schmackhaft zu machen. Dann haben wir auch das Glück gehabt, dass schon im Vorfeld, als wir hier noch in dem Gebäude waren und an der Idee Kapelle gebrütet haben, die Kulturverwaltung ja mit eingestiegen war und eine Ausstellung uns finanzierte. Also das war sozusagen, wir waren ja hier zu dritt, das muss man sich mal überlegen. Also eigentlich waren das unmögliche Zeiten. Und dann immer haben ja dann nebenher noch für die Straßenbahn gekämpft und gegen die Autobahn und haben hier eine BI gegründet, die diesen ganzen Innenstadtring, die der Senat machen wollte, so ein bisschen verwässert hat und etwas andere Richtungen aufgezeigt hat. Und das waren ja alle Arbeitszeiten, neben denen wir die normale Gemeindearbeit immer noch mitmachen mussten.